Könnt ihr euch noch an diesen Wobbler erinnern? Den habe ich mal vor ein paar Jahren getestet. Das Video findet sich noch auf dem Kanal. Der vibriert und leuchtet und soll dadurch angeblich jede Menge Fisch anziehen. Ja, mein Ergebnis hat allerdings hervorgebracht, dass das Ding totaler Schrott ist. Und da wundert es mich doch sehr, dass immer mehr Firmen auf mich zukommen und vorbehaltlos verlangen, dass ich für sie ein Produkt teste. Jetzt hat mich wieder ein Päckchen erreicht. Ich hoffe, dass es auch das ist, was ich mir denke. So, für die Verpackung gibt es schon mal Punkte. Oho, ist jede Menge drin. Liebe Zeit. Aha, ist es auf jeden Fall das, was ich denke. Und obendrein gibt es noch da drauf scheinbar eine ziemlich hochwertige Mütze. Weiß ist jetzt nicht unbedingt mein Stil, aber es geht hier um die Firma Carnama. Die stellt nämlich diesen Vipro-Köder her. Beziehungsweise das ist kein Köder an sich, sondern man verwendet ihn in einem toten Köderfisch. Ein Zombie-Bait kannst du aus deinem toten Köderfisch machen. Das ist für mich ein Versuch wert, auf jeden Fall. Denn die Philosophie des Raubfischers, also von mir, ist es, keine lebenden Köderfische zu verwenden. Ich verwende überhaupt nichts, was lebend ist, an der Angel. A, hat der Kunstköder für mich den Reiz, dass ich den Fisch wirklich überlisten muss. Und B, möchte ich es heutzutage weder aus moralischen noch aus ethischen Gründen mehr machen. Ich komme aus einer Zeit, wo man mit lebendem Köderfisch geangelt hat und das auch erlaubt war. Das heißt, ich habe Rotaugen, den Haken durch den Rücken gepiekst und damit Hechte gefangen. Bedauernswerte, massenhafte Weißfische am Rhein gefangen mit der Sitzkiepe und Sitzgestell. Ihr kennt das vielleicht noch, wenn ihr etwas älter seid. Und dann diese 20, 30 Kilo Fisch da in dem Netzgehälter. Finde ich heute aus meiner moralischen Sicht unmöglich. Aber deswegen, weil ich doch ganz gerne mal mit Köderfisch auch angeln würde, wäre das vielleicht eine Option für mich und vielleicht auch für dich. Das ist der Inhalt des Paketes. Erstmal diese wirklich hochwertige Mütze. Die hat scheinbar einen extra Schirm, den man ausklappen kann, oder? Aha. Okay, also die kann man auch bei Carnama kaufen. Nicht schlecht. Das ist was für meine Tochter auf jeden Fall, falls sie im Kopf da reinpasst. Ein paar Stahlvorfächer. Scheint also um große Fische zu gehen, an bissige Fische. Ladekabel. Was haben wir hier? Eine japanische Firma scheint das sogar zu sein, oder zumindest der Sitz. Carnama Japan.jp. Was haben wir hier drin? Mini Smart Bait. Das ist natürlich interessant. Das heißt, man kann ihn auch für sehr kleine Köderfische einsetzen. Ich habe mir natürlich das Werbevideo angesehen und da ging es hauptsächlich um diesen Riesenköder, den man eben zum Beispiel auf Thunfische einsetzen kann. Aber das wollen wir natürlich nicht hier in Norwegen. Und hier gibt es aber einen ganz kleinen Köder, der sich zum Beispiel für euch in Deutschland für Hecht gut eignen würde. Soweit ich weiß, ist ja in Deutschland der lebende Köderfisch verboten. Damit könnt ihr euren toten Köderfisch wieder lebendig machen. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Was ist das? Noch einer. Ja, Wahnsinn. Gleich 2 davon. Da kann man direkt irgendwelche schweinischen Gedanken bekommen. Den großen Köder packe ich jetzt aber auch mal aus. Das interessiert mich jetzt schon. Okay, also das ist schon ein richtig fetter Köder. Also man muss sich ja vorstellen, dass der Fisch dann ungefähr 30 cm mindestens lang sein muss, damit das noch mit diesem Monsterteil funktioniert. Und ja, der marschiert natürlich umso kräftiger. Scheint sogar eine Intervallschaltung zu haben, dass er sich ein bisschen in der Geschwindigkeit korrigiert oder dass die Geschwindigkeit sich verändert. Solche beweglichen Teile sehen ja immer gefährdet für Wassereinbruch aus, aber angeblich halten die bis 300 Meter Wassertiefe aus. Dass hier kein Wasser in die Elektrik im Innern reinkommt. Gesteuert wird er über diese beiden Elektroden, beziehungsweise sind insgesamt 3, zum Laden eben auch. Der kleine hat eine Länge von 12 cm und der große eine Länge von 17 cm. Dick etwa 2 cm, der große. Und der kleine ist so 1,3 würde ich sagen in seiner Dicke. Das sind die Köder im direkten Vergleich. Kann man das überhaupt als Köder bezeichnen? Ja, in meiner Fantasie könnten diese Köder schon funktionieren. Was meint ihr? Das ist die Bedienungsanleitung, klein und übersichtlich.
Es scheint wohl, die kann man sich im Internet herunterladen. Auf der Webseite findet ihr eine Vielzahl von Informationen, die meisten auf Englisch, aber dazu ist ja mein Video da, dass ich es auf Deutsch erkläre. Geladen werden die Köder über magnetische Induktion, USB natürlich. Kann er nichts vertauschen, das ist magnetisch, das heißt, so rum wird es überhaupt nicht angezogen und erst wenn man es in der richtigen Position hat, legt es an und das rote Licht zeigt natürlich wie immer, dass es geladen wird. Und im Nu ist der Köder auch schon geladen und einsatzbereit. Nun brauchen wir nur noch einen Köderfisch für den Test. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man einen braucht, bekommt man keinen. Und das ist auch schon der Vorteil von dem Canama Smart Bait. Man kann Köderfische im Voraus fangen, diese einfrieren oder im Kühlschrank lagern oder beim Fischhändler welche kaufen. Ja, da ist was Gutes. Was haben wir da? Makrele, ne? Makrele. Ein bisschen fetter Köderfisch für hier, aber nehmen wir halt diese 38er Makrele. Das ist unsere Makrele, die leidet etwas unter Morgensteifigkeit, denn die hat die ganze Nacht im Kühlschrank verbracht. Und das ist auch schon der Vorteil von diesen Canama Smart Baits bzw. der Köderhilfe. Wir brauchen keine ganz frischen Köder, sondern eben einen Tag vorher gefangen oder eingefroren oder ganz kreativ. Ich werde jetzt jedenfalls diesen Köder hier montieren bzw. den Köder erstmal präparieren, die Makrele, und dann sozusagen den künstlichen Physiotherapeuten spielen. Die Firma Canama hat mir diese Stahlverfächer mitgeliefert, von den, glaube ich, 5 oder 6 Stück sogar dazu gibt. Die gibt es in einem größeren Set auch dazu. Also die muss man nicht unbedingt extra bestellen, sondern die gibt es in einem Set mit dazu. Man sieht, hier sind auch hochwertige Kugellagerwirbel montiert. Und daran montiere ich jetzt auch natürlich meine Monoschnur. Der Köder an sich ist hier drin verbaut, in der Makrele. So muss man sich das vorstellen. Daher muss die Schnur vom Wirbel zum Haken eben entsprechend etwas kürzer sein. Fertig. Schön unauffällig. So sieht das System fertig aus. Nehmen wir das Mäulchen hier auf und führen den Köder ein. Ja, da geht es auch schon los. Ein bisschen gruselig, finde ich. Ja, ein bisschen schräg, wa? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, damit kann man wirklich kleine Kinder erschrecken, oder? Ich bin mal gespannt. Der Köder lässt sich leicht wieder rausziehen. Hört dann nach einer Weile auf zu arbeiten, also eine gewisse Zeit läuft er noch nach. Nach dem Einsatz soll man übrigens den Köder noch reinigen. Das geht so. Aufschrauben. Am Ende. Ja, da sieht man den Schmodder drin. Nicht, dass der eben total vergammelt und vielleicht auch dadurch was angreift. So, schon ist er wieder sauber, kann getrocknet, geladen und eben wieder zum Einsatz gebracht werden. Da die Makrele doch ein bisschen arg groß war, habe ich mich jetzt für diese Forelle entschieden und zusätzlich das Ganze mit Unterwasserkammermontage. Das heißt, hier habe ich den kleinen Smart Bait Mini von Canama. Dann geht es der Forelle in den Schlund. Ein bisschen crazy, aber Forellen im Fjord sind gar nicht so unnatürlich. Denn hier werden mit Bächen und aus Seen ausgespült immer wieder normale Bachforellen in den Fjord. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch irgendwas, was der Fisch ganz besonders mag. Etwas Süßes. Eine süße Forelle zum Beispiel. Die Testbedingungen für diesen Smart Bait waren leider suboptimal. Anfang Oktober sind in Westnorwegen kaum große Heilbutte oder Großköder zu erwarten, die sich für diese Ködergrößen interessieren könnten. Für die großen Winterdorsche, auch Skrei genannt, ist es viel zu früh und große Pollacks waren zu der Zeit auch nicht vorhanden. Dafür aber große Taschenkrebse, die sich zu jeder Tages- und Nachtzeit auf natürliche Köder stürzen. So versucht auch hier ein Krebs den Zombie-Bait in den Griff zu kriegen. Auch einige Knurrhähne, kaum größer als die Forelle, zeigen lebhaftes Interesse.
Die Geräusche des Smartbaits scheinen also nicht zu verschrecken. Smartbait Mini von Canama, den haken wir hier ein. Wie gesagt, wenn man die Kontakte berührt, dann bewegt er sich schon. Wir müssen jetzt auf eine möglichst gerade Position bringen, damit wir den einführen können in den Fisch. Und dann wird er halt eingeführt. Richtig tief, wenn es geht. Da wackelt der vergammelte Pollack. Noch den Köder hier einhängen. Richtiger Zombie-Bait. Klassische Hechtmontage mit Schwimmer und Stahlvorfach. Aber wir wollen kein Hecht fangen, sondern mal gucken, vielleicht geht ein Pollack dran oder vielleicht schon ein Dorsch. Ja, und dann macht sich der kleine Fisch auf den Weg. Ich glaube nicht direkt in die Seile. Oh, das haben wir jetzt schwer noch ein bisschen raus.